Lasst uns heute gemeinsam die 2-Punkt-Über-Eck-Perspektive anschauen. Hier habe ich einen alten Schuppen, eine alte Scheune fotografiert und ich zeige dir jetzt, wie das Gebäude konstruiert ist und wie man es perspektivisch richtig zeichnen kann. Das Gute ist, wir haben hier unten noch 2 Würfel, die sich die neue Fluchtpunkte bilden, aber das schauen wir uns zum Schluss an. Ja? Also das Konstrukt, hier siehst du schon, darauf wollen wir sozusagen hinaus. Ja? Also legen wir mal los. Du siehst, ich habe hier ungefähr gestanden, wo ich das Foto gemacht habe. Das ist so meine Augenhöhe, meine Körpergröße, wie ich bereits in den anderen Videos gesagt habe zur Perspektive. Ich bin so groß, ein Riese hätte hier die Horizontlinie und ein kleines Kind hätte hier die Horizontlinie. Ja? Immer wieder daran denken, es gibt keine Horizontlinie außer deinem eigenen Horizont. Klein bisschen Philosophie eingebaut. So, also wir haben hier wie immer eine Quaderform vor uns und oben ein Dreieck. Ich mache mal hier auf weiß und oben ein Dreieck, was letztendlich draufsteht. Ja, also hier unten ist unsere Quaderform und die schauen wir uns gleich genauer an. Okay? So, wir haben also hier die linke Seite und hier die rechte Seite des Quaders. Ja, immer ganz wissen. Ganz wichtig. Die Senkrechten bleiben senkrecht in dieser Ansicht. Ja. Die rechte Seite des Quaders, der Scheune, geht in diese Richtung. Und hier oben die Seite geht natürlich auch in diese Richtung. Ich mache mal ein bisschen gerade, dass es nicht zu verwirrend ist. Ja, so. Diese gehen zum, wir nennen mal das hier Fluchtpunkt 1 und diese gehen zum Fluchtpunkt 2. Der Fluchtpunkt liegt außerhalb des Bildes. Würde er hier liegen, würde sich das Gebäude viel zu stark verzerren. Okay, so. Also wir haben die rechte Seite und wir haben die linke Seite. Jetzt haben wir die rechte Seite uns angeschaut, jetzt schauen wir uns die linke Seite an. So ein Fachwerkgebäude ist natürlich sehr gut geeignet dafür, denn das Fachwerk gibt uns hier eine gute Richtung vor. Bei den anderen Häusern sind Fenster als Orientierung besser, aber hier das Fachwerk ist natürlich ideal, auch mal so ein altes Bauwerk zu studieren. Ich habe ja in den anderen Videos, kannst du gerne reinschauen, in die komplette Playlist, ja auch moderne Gebäude genommen. Ja. So, wir haben die obere Seite des Quaders und hier haben wir die untere Seite. Ja. Insgesamt die linke Seite, siehst du hier links, und beides gehen zu meinem Standpunkt hin, die Flucht dorthin. Und jetzt wird es noch genauer. Wir haben hier das Ende des Hauses, haben wir hier praktisch, ich mache das mal mit dem links hier etwas besser rein. Auch funktioniert nicht ganz so, okay. So, also wir haben links, rechts, wir haben hier die linke Seite und hier die rechte Seite. Ja, das Gebäude kann hier sonst wie lang sein, wissen wir nicht. Ja, wahrscheinlich ist es wesentlich länger, spielt aber keine Rolle. So, also du siehst alle Schrägen von der linken Seite unserer Scheune, unseres Quaders, gehen in diesen Fluchtpunkt, den ich Fluchtpunkt 1 genannt habe. Alle Linien, das sieht man sehr gut an den Balken, gehen links in den Fluchtpunkt 1. Und du siehst auch, wie so ein Strahlenmuster, dass die immer schräger werden. Ja? Hier haben wir die Horizontale. Alles, was über der Horizontlinie ist, fluchtet nach unten zum Fluchtpunkt. Alles, was unterhalb der Horizontlinie ist, steigt auf zum Fluchtpunkt. Man kann sagen, die Horizontlinie ist eine Nulllinie, eine neutrale Linie, unsere Orientierungslinie, also unser Standpunkt. So, jetzt siehst du, hier oben haben wir dieses Dreieck drauf, das Dach.
Ich mache jetzt mal gerade Linien. Du siehst, das Dach ist schon alles ein bisschen abgesackt hier. Das wurde ja auch aufgestockt hier. Siehst du hier oben, das ist hier neu rangebaut worden, der ganz obere Teil des Giebels, um mehr Höhe zu gewinnen. Also du siehst, wir haben hier das Dreieck. Und wie kommt man jetzt zum Giebel? Also dass der Giebel perspektivisch ist. Du siehst die Mitte, ungefähr die optische Mitte, passt nicht. Ja, also ziehen wir uns hier Diagonalen rein. 1, 2. Und du siehst, wenn wir hier das Lot hochziehen, kommen wir zum Dach. Okay? So findest du praktisch immer in der Konstruktion die Spitze eines Daches. Ja, du siehst, wie das verzerrt ist hier. Die Mitte ist hier ungefähr und die perspektivische Mitte ist ein wenig nach links. Du siehst auch immer, hier ist höher, hier ist tiefer. Dadurch zeigen wir durch diese Übereckperspektive, dass unser Objekt in die Tiefe geht, also weg von uns. Hier höher, hier schmäler. Auf beiden Seiten natürlich. So, jetzt haben wir uns mit der linken Seite beschäftigt und jetzt schauen wir uns noch mal hier die einzelnen Trägerbalken an. Und du siehst, ich zeige dir mal das System. Die bleiben senkrecht alle. Ja. Das ist immer schön, wenn man sowas zum Studieren hat. Daran lernst du wirklich so die Perspektive. Ja. So, was fällt dir jetzt auf? Die Abstände werden immer kleiner nach hinten. Ja, hier habe ich noch einen vergessen. Die sind auch nicht alle gerade. Und ich zeichne mal die Querlinien auch noch ein. Dann siehst du das, dass das Quadrate sind. Verzerrte Quadrate, die sich immer weiter verkleinern. Du siehst, wie groß sie sind und werden immer kleiner. Das siehst du auch bei dem Fenster hier, was hier drin ist, wie das perspektivisch mit diesem ganzen System mitgeht. Ja? Es ist hier höher, es ist hier kleiner. Hier ist das die Grundform des Quaders höher, hier ist es kleiner. Ja? So, hier habe ich gesagt, die rechte Seite geht zum Fluchtpunkt 2. Ziehen wir mal das Dach geht hier runter. Das ist verdeckt durch den Dachanbau hier, also durch das Herausführen des Daches, geht auch in diesen Fluchtpunkt ein. Ja, die haben einfach hier das Dach weiter rausgezogen. Ja, ich zeichne jetzt mal ein, das wird noch länger sein, aber das geht dann auch in diese Richtung zum Fluchtpunkt. Nicht irritieren lassen jetzt, ich wollte dir bloß zeigen, diesen Dachanbau noch, wie der konstruiert ist. Ja, das nehme ich jetzt raus, denn wir wollen weiter mit der rechten Seite arbeiten. Du siehst, das bildet hier eine neue Ebene. So, also wir haben die linke Seite des Gebäudes. Ich schreibe mal hier nochmal ein, sieht man das besser, links und hier die rechte Seite. Ja. Hier haben wir unsere Horizontlinie innerhalb des Konstruktes und auch diese gehen hier runter. Ja. Zum Fluchtpunkt 2. Ja. So, du siehst auch hier, diese Tür fluchtet auch in diese Richtung. Selbst die Steine, die ganz kleinen hier, fluchten auch in diese Richtung. Vorne groß, hinten klein. Ja? Und auch hier bleiben die Senkrechten, das ist hier schon ein bisschen dunkel, senkrecht. Das Dach ist ja hier so konstruiert, sieht man kaum noch, also das ausladende Dach, dass es darunter trocken bleibt. So haben wir hier unsere Konstruktion sehr gut erstmal gezeigt. So, also das Ganze sieht dann ungefähr, ich habe es hier mal ohne Hintergrund aufgezeichnet. So rum, siehst du, so sieht unsere Konstruktion ungefähr aus und du siehst schon, dass hier ein Haus zu erkennen ist. So, jetzt kümmern wir uns hier unten noch
um diese zwei Container. Ja. Die Blumencontainer, das auch 2 Quadrate ungefähr sind, sie verhalten sich etwas anders. Sie bilden sozusagen nochmal etwas andere Fluchtpunkte. Ja, dieser bildet ungefähr die gleichen Fluchtpunkte, dieser hier nicht mehr. Warum, erkläre ich gleich. So, du siehst, hier haben wir eine Ebene und hier haben wir eine Ebene. Ja? Die Ebene, Bildebene geht so von uns weg und die steht ähnlich zu uns. Ja? Also das wird nicht ganz hinkommen mit den Fluchtpunkten, aber so ungefähr. Dieser Container hier steht total anders zu diesem Haus. Deswegen hat er hier eigene Fluchtpunkte. Ja? Hier können wir jetzt eine 3 reinschreiben einfach. Ich hoffe, das siehst du noch, du weißt, was ich meine. Ja? Warum? Weil die Ebene sich verdreht zu dieser Ebene. Ja? Oder zu dieser Ebene, zu dem ganzen Konstrukt erstmal. Ja? Deswegen bildet es jedes neue Objekt, das nicht mit dieser Bildebene, nicht mit dieser Eckperspektive übereinstimmt, eigene neue Fluchtpunkte. Ja? Und die sind wirklich hier, siehst du schon, wenn ich den hier weitermache, fast ähnlich, geht fast zum gleichen Fluchtpunkt. Spielt auch keine Rolle, ob der ein bisschen verdreht ist. Wichtig ist, das System zu verstehen, dass es nicht 1, 2, 3 Fluchtpunkte gibt, sondern unendlich viele Fluchtpunkte. Man fängt aber erstmal an mit so einem Grundkonstrukt und dann kann man noch, also du hast ja immer ein Hauptobjekt, ja, wo sich die Horizontlinie, wo du die Horizontlinie festlegst, die Fluchtpunkte festlegst des Hauptobjektes und innerhalb des Hauptobjektes, nicht innerhalb des Hauptobjektes, sondern innerhalb dieser Szenerie kannst du noch weitere Sachen einbauen, die aber nicht genauso stehen. Ja, die sind verdreht zur Bildebene, die wurden anders arrangiert hier. Ja. Vielleicht hat die noch jemand einfach umgestellt. Normalerweise stellt man ja beide gleich hin. Aber für unseren Zweck ist das natürlich sehr, sehr gut. Ja, weitere Videos findest du hier oben in der Playlist. Ich freue mich, dass du zugeschaut hast. Freue mich über dein Like. Wenn du Fragen hast, schreib es in die Kommentare. Lass mir gerne ein Abo da und teile das Video gern mit deinen Freunden. Wir sehen uns zum nächsten Video hier auf Schmitz Zeichenwelt.